Einer von 4 Hauptzugängen zum künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof entsteht, der Zugang Nord. Vom Kurt-Georg-Kiesinger-Platz aus geht es über den Verteilersteg hinunter zu den Bahnsteigen. 2 Kameras halten jeden Schritt fest und genau das schauen wir uns jetzt an. Im Zentrum der Halle steht der Sonderkelch. Im Vergleich zu den übrigen 27 Kelchstützen ist er um 180 Grad gedreht. Später trägt er Festtreppen und Rolltreppen. Zusätzlich durchdringt ein Aufzug den Sonderkelch und das alles direkt über dem bestehenden S-Bahn-Tunnel. Zeitgleich entsteht über der Bahnsteighalle die Gitterschale, der künftige Zugang zu den Gleisen. Ein aufwendiges Gerüst schafft 2 Arbeitsebenen. Eine weiße Plane und ein blaues Netz trennen diese Ebenen voneinander und sichern den Bauablauf. Der Blick durch den Verteilersteg zeigt, in der Bahnsteighalle geht es voran. Arbeiter bauen das Massefedersystem ein, verlegen Schwellen, richten Schienen aus und betonieren die feste Fahrbahn. Lange Zeit führte eine Rampe in die Halle und diente als Zufahrt für Lkw- und Baustellenverkehr. Mit ihrem Rückbau stellt die Baustelle die Logistik komplett um. Ab sofort läuft der Transport über die Schiene. Sobald die Rampe verschwunden ist, entsteht im restlichen Gleisbereich die feste Fahrbahn mit Massefedersystem, Schwellen und Gleisen. Der Verteilersteg nimmt Form an. Der Stahlbau steht und ein roter Minikran setzt die Betonfertigteile ein. Anschließend schützen Vlies- und Holzelemente die Bauteile. Kurzzeitig kommen sie wieder weg, damit die Fugen geschlossen werden können. Spulen wir zurück. Gleichzeitig wächst auf dem Bahnsteig der Aufzugsschacht in die Höhe. Die angelieferten Bauteile werden positioniert, eingebaut und exakt ausgerichtet. Für Schweiß- und Beschichtungsarbeiten wird der Aufzugsschacht zeitweise vollständig eingehaust. Direkt daneben entsteht ein weiteres Zelt für Schweiß- und Beschichtungsarbeiten. Schauen wir genauer hin. Anfang März steht die Festtreppe vom Verteilersteg zum Bahnsteig. Im Anschluss folgen die beiden Rolltreppen. Parallel montieren Arbeiter mit Hilfe von Hubsteigern die Deckenstromschiene. Erst kommen die Trägerbalken, dann die Stromschienen selbst, zum Schluss wird der Fahrdraht eingehängt. Immer wieder taucht der rote Hubsteiger auf, um an der Betonkosmetik des Hallendachs zu arbeiten. Im Mai erhält der Verteilersteg seine Beschichtung. Zunächst rote Grundierung, dann hellgrauer Brandschutz und schließlich Decklack. Ende Mai ist die Trennung der Ebenen nicht mehr notwendig. Die Gitterschale ist fertig, die weiße Plane und das blaue Netz werden zurückgebaut und geben den Blick frei. Im Hintergrund geht der Ausbau des Aufzugs weiter. Runde Gläser werden eingesetzt und anschließend mit pinker Folie abgedeckt. Spulen wir noch einmal zurück. Im Juni entsteht die Bahnsteigkante. Massive Blockrandsteine werden montiert. Diese lagern auf Stahlkonsolen. An dieser Höhe orientiert sich später der gesamte Bodenbelag. Danach folgen die Schallabsorber auf der festen Fahrbahn. Sie verbessern die Akustik in der Halle. Auch sie werden direkt nach dem Einbau mit Vlies geschützt. Die V-förmigen Treppen, die künftig vom Zugang zum Verteilersteg führen, bestehen aus 12 Segmenten. Für deren Einbau wird ein komplexes Traggerüst mit Kranbahnen und Kettenzügen eingerichtet. Im September wird das bestehende Gerüst der Gitterschale für den Treppeneinhub umgebaut. Im November beginnt der Einhub. Segment für Segment wächst die Treppe. Zunächst grob positioniert, geheftet und ausgerichtet, erst danach final verschweißt. Für maximale Präzision bleiben teilweise die Elemente in den Kettenzügen hängen. Danach sorgt ein weißes Zelt für perfekte Bedingungen bei den Feinarbeiten mit Schweißnähten, Korrosionsschutz und Brandschutzbeschichtung. Auch der Blick von oben zeigt, wie die Treppe eingehoben wird. So entsteht Schritt für Schritt ein zentraler Zugang zum künftigen Hauptbahnhof. Der Zugang Nord ermöglicht Reisenden später den direkten Weg von der Heilbronner Straße aus in die Bahnsteighalle. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr den weiteren Fortschritt verfolgen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke.